Grüßt euch und herzlich willkommen zum vierten Teil zum Bau von Jaggels H0-Anlage. Heute geht's los, heute fangen wir an, Gleise zu verlegen. So, hier habe ich meinen Notizplan, der ist ein bisschen wirr. Ich habe mir bloß so ein bisschen rausgeschrieben, an welcher Stelle welches Gleis ist, weil im Grunde habe ich ihn im Kopf, aber nicht aufs Gleis genau. Und hier hinten stehen schon die Gleise bereit, die werden jetzt schön reingeballert in den Schattenbahnhof. Es gibt eine erste Zwischenbilanz. Ich habe Glück gehabt, ich habe bisher nur Weichen gehabt mit schon verbauten Antrieben und Kontaktgleise. Gut, da fehlen jetzt natürlich noch die Zwischenstücke, aber ich wollte erstmal alles auslegen. Also schaut es jetzt aus. Ich kann hier auch schön in meinen Kabelschacht rein. Aber ich habe auch schon den ersten Fehler entdeckt. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ursprünglich war das hier hinten alles gerade geplant. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Zufahrt hier für den Schattenbahnhof, ob ich die auch noch ein Stück nach hinten verlege, also quasi neben das, oder ob ich das irgendwie hinbekomme. Hier ist der Pfosten. Das ist halt, wenn ein Pfosten plant, dann vergisst er halt auch mal einen Pfosten. Weil ich bin irgendwie, ja, ich habe die Pfosten habe ich vergessen einzukalkulieren in meine Schattenbahnhofsrechnung. Ich hoffe, jetzt geht sich das trotzdem einigermaßen aus, weil wir haben dementsprechende Züge und das muss sich schon, ja, die sollten schon reingehen. Aber jetzt schaue ich mal, jetzt mache ich mal ein Gleis fertig soweit und dann messe ich das mal aus. Die Welle da hinten habe ich jetzt rausgemacht wieder, das sah optisch nicht schön aus und die braucht es auch nicht, weil wir haben das jetzt alles mal reingelegt und wir können Zuglängen von 2,95 ungefähr unterbringen. Genau, so schaut es aus. Hier hinten ist es alles ein bisschen eng, aber das sollte sich trotzdem gut rausgehen. Der erste Schattenbahnhof ist jetzt auf jeden Fall mal grob reingelegt. Jetzt muss ich halt mal Kontaktgleise löten und ja, ist so ein bisschen lästig, aber muss halt sein. Und genau, jetzt machen wir dann als nächstes den zweiten Schattenbahnhof. Der zweite Schattenbahnhof ist jetzt auch reingelegt soweit. Jetzt beginnt dann der schönste Teil. Und zwar muss ich jetzt dann die Verkabelung machen. Schau mal hier runter. Sieht man nicht viel. Da war das rote Kabel aus. Hier dreht er dann um. Und dann geht es wieder zurück. Genau, so schaut es jetzt aus. Jetzt muss ich hier, wo die Lücken sind, muss ich noch Anschlussgleise löten quasi, Einspeisungen. Und ich muss die Weichenantriebe einbauen. Und dann wird eigentlich schon verkabelt. Jetzt habe ich mal die ganzen Weichenantriebe eingebaut, soweit. Und wer sich jetzt fragt, warum hier so viel Platz ist und warum ich da nicht noch 1, 2 Gleise reinpacke, was ja durchaus möglich wäre, dann werden mir die Abstellgleise zu kurz. Also jetzt passen wunderbar 2 Meter Züge rein. Und wenn ich jetzt hier noch 2 reinmache, dann verliere ich hier hinten an Länge und vorne auch. Deswegen habe ich das jetzt so gehandhabt. Ich meine, wir haben jetzt 20 Abstellgleise. Das reicht. Oder es wird wahrscheinlich nicht reichen, aber das ist ja ansonsten uferlos. Und ich hätte das wahrscheinlich auch hier wegsparen können, das Brettel. Aber ja, das hat so wunderbar reingepasst, deswegen habe ich das jetzt so gelöst. Hier ist ja überall so ein bisschen Platz auch. Jetzt habe ich mal die Gleise grob ausgerichtet, also so wie sie dann letztendlich liegen sollen. Und jetzt mache ich im nächsten Schritt, verlängere ich meine Kabel hier, also der jeweiligen Funktion entsprechend werde ich es auch gleich isolieren. Also hier Kontaktgleis, die äußeren Boppeln, so wie man es hier jetzt schon sieht an der Zunge. Und bei Signalen halt dann den mittleren quasi zur Unterbrechung. Genau, und das mache ich jetzt als nächstes, also Kabel verlängern und isolieren. Die Kabel habe ich jetzt mal weitestgehend hier verlegt, also auf das erste Viertel, sagen wir mal so. Und ja, es ist ein bisschen eng hier, mein Raum dazwischen, deswegen musste ich ein bisschen auch unter die Anlage verlegen. Ja, das gefällt mir jetzt insgesamt nicht so, dass ich das aufgesplittet habe, aber letzten Endes, ich bin jetzt nicht so der leidenschaftliche Verkabler.
Deswegen habe ich das jetzt mal so gelöst, wie ich es gelöst habe. Ja, der erste S88-Decoder ist angeschlossen und halt 3 Weichen-Decoder im Prinzip. Da fehlt jetzt eigentlich hier auf der Seite bloß noch die Stromversorgung insgesamt. Also die ganzen Anschlusskabel hängen alle noch runter, die sind noch nicht angeschlossen. Und dann geht es hier hinten weiter. Da kommen dann die ersten Stoppstellen und ja, der nächste S88-Decoder. Genau, das ist jetzt der nächste Schritt hier drüben. Da habe ich jetzt das hier schon vorbereitet und da geht es dann als nächstes los. So, nachdem ich die erste Hälfte des Schattenbahnhofs verkabelt habe, habe ich jetzt auch die zweite hier verkabelt. So schaut es jetzt aus. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal noch von der anderen Seite. Und von der anderen Seite schaut es dann so aus. Hier ist der S88 Link. Da sind schon die Netzwerkkabel in beide Richtungen quasi. Und genau. Das muss ich jetzt dann quasi alles nur noch programmieren. Aber es wird langsam. Also der Schattenbahnhof 1 ist jetzt fertig verkabelt. Muss ich noch schauen, ob ich da irgendwas noch nachbessern muss. Aber das werde ich dann erst, wenn ich die CS3 hier habe, machen. Gut, und jetzt starte ich mit dem zweiten. Da mache ich jetzt als erstes die ganzen Trennstellen für die Kontaktgleise. Und dann schließe ich als erstes die Weichen an, weil das nervt mich am meisten eigentlich. Weil das immer 3 Kabel sind, die ich verlängern muss. Und genau, dann arbeite ich mich hier auch wieder von links nach rechts vor. Es ist vollbracht. Der zweite Schattenbahnhof ist jetzt auch angeschlossen, soweit. Also verkabelt und angeschlossen an den Decodern, aber die Decoder sind noch nicht angeschlossen und die Einspeisungen sind auch noch nicht angeschlossen. Das mache ich jetzt dann irgendwann mal. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal so weit, dass wir eine kleine Probefahrt machen können. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. Aber bevor wir jetzt eine Probefahrt starten können, muss ich erstmal aufgleisen. Und da habe ich noch eine kleine Anekdote mitgebracht. Und zwar habe ich zum Jackel gesagt, du Jackel, wir brauchen jetzt dann zeitnah Züge zum Testen. Und da habe ich gesagt, ich hätte ganz gerne Helvetia, also den hier mit der 103er, der ist von, ich glaube, 2014. Das ist ein ganz geiler Zug, da fehlt allerdings der Speisewagen, den habe ich jetzt nicht mit rausgekramt. Und genau, und der ist recht schnell. Ich wollte ein bisschen eine schnelle Probefahrt machen. Dann habe ich gesagt, wir brauchen den ICE 3, weil das ist so das Schnellste, was er hat. Der gibt ziemlich Speed, da kann man dann richtig schön Vollspeed geben. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen ein bisschen was Empfindliches, also was gerne mal entgleist. Und da habe ich den ICE 2 auserkoren. Wir haben dann so ein bisschen überlegt, ja, was haben wir denn alles oder was hat er denn alles, was ist anfällig und was nicht. Und dann sind wir so Züge durchgegangen und dann habe ich gemeint, ja, wie schaut es denn aus mit dem Nürnberg Express? Dann meinte er so, ja, den hat er gar nicht. Aber ich gesagt, doch sicher hast du den. Und ich war mir dann aber auch nicht sicher. Und dann habe ich das Zuglager aufgesucht und habe das hier rausgesucht und habe es ihm dann hingestellt und habe gesagt, okay, wir haben es doch. Dann hat sich aber herausgestellt, dass das quasi letztes Jahr, also 2023 im Sommer irgendwann mal rauskam und dass das quasi noch nicht aufgegleist war und dass wir uns deswegen nicht daran erinnern konnten, ob wir es jetzt haben oder beziehungsweise ob er es hat oder nicht. Auf jeden Fall ist es da und das wird jetzt hier quasi entjungfert. Entjungfert? Ja. Auf jeden Fall ist es da und das wird jetzt hier quasi seine Erstfahrt bestreiten. So habe ich sagen wollen. Genau, das werden wir jetzt dann als nächstes aufgleisen und dann gibt es eine Testfahrt. Jetzt habe ich mal die CS3 provisorisch angeschlossen. Hier. Und hier wird jetzt gerade schon der ICE 3 aufgegleist und den lassen wir jetzt mal fahren, wenn er fährt. Jetzt muss man erstmal einspeisen bzw. einlesen und dann geht's los. Also er wird jetzt schon mal eingelesen, der ICE 3. Also das funktioniert schon mal. Und da ist er auch schon. Und jetzt starten wir gleich mal zur ersten Probefahrt. So, jetzt habe ich hier auf Stopp gemacht und habe mal Vollspeed eingestellt, weil wir wollen ja gleich mal eine Vollspeed-Testfahrt machen. Und jetzt geht's los. Da saust er schon.
Ganz sanft ist er unterwegs. So, sehr schön. Die erste Runde hat er gut überstanden. Jetzt kann man dann schauen, wie es weitergeht. Jetzt haben wir mal noch den Nürnberg Express aufgegleist und alles ist schön beleuchtet, so wie das sein muss. Alles ist eingelesen und jetzt starten wir mit dem noch zusätzlich zum EC. Der geht aber los, du. So, die ersten Testfahrten im Schattenbahnhof verlaufen reibungslos, nahezu reibungslos. Der Nürnberg Express hat ein bisschen Probleme gemacht am Anfang. Da hat irgendwas mit der Kupplung nicht gepasst. Da ist immer der zweite, also der vorletzte Wagen rausgesprungen. Den habe ich jetzt ganz vorne hingehangen und jetzt funktioniert es eigentlich soweit gut. Aber so schaut es jetzt mit Licht aus. Es ist alles recht ruhig auch. Das bin ich gar nicht so gewohnt. Ist aber ganz angenehm. Jetzt kann man zumindest schon mal ein paar Ründchen drehen und alles schön programmieren. Und genau, das soll es jetzt mal von dem Video gewesen sein. Im nächsten Video kümmere ich mich hier um das hier. Und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.